Hallo, heute sind wir im Kölner Zoo. Das Training, was wir hier machen, das nennt man Behavior Enrichment quasi. Ja, das ist also tierart- und verhaltensgerechte Beschäftigung. So können wir das auf Deutsch, glaube ich, ganz gut bezeichnen. Das heißt, wir versuchen die ganzen natürlichen Bewegungsabläufe der Tiere hier in unser Programm einzubauen, dass wir also den Tieren hier nichts irgendwie beibringen, was sie von Natur aus nicht machen würden, wie zum Beispiel ein Pferd würde ja in der Natur als Fluchttier niemals rückwärts laufen. Das wäre was Unnatürliches und das versuchen wir hier natürlich bei den Seelöwen auch so durchzuziehen, dass wir nichts Unnatürliches machen. Das heißt, egal ob das schnell durchs Wasser schwimmen ist, das machen wir, Saltos, Sprünge, verschiedene Gegenstände aus dem Wasser zurückbringen, das Apportieren quasi, wie wenn sie mit dem Hund Stöckchen holen spielen, ist also auch nichts Unnatürliches. Wir nutzen natürlich dafür Ringe, Frisbee-Scheiben oder Bälle, aber das ist dem Seelöwen völlig wurscht, was das für ein Gegenstand ist. Es geht ihm ja rein um die Aufgabe, sich zu bewegen und den Gegenstand zurückzubringen. Die Besonderheit bei dem Ball ist natürlich, dass sie ihn auf der Nase zurückbringen. Das hat auch was auf sich, und zwar geht es um das wichtigste Sinnesorgan einer Robbe, nicht nur von den Seelöwen, sondern allen Robben. Das sind die Fibrissen, die Barthaare. Und das ist das wichtigste Sinnesorgan. Das ist ein ganz feines Tastorgan, diese Haare. Und die nutzen sie in der Natur zum Beispiel auch zum Aufspüren von Fischen. Aber da wir hier natürlich keine lebenden Fische verfüttern und die mit den Fibrissen nicht irgendwie aufspüren müssen, würde dieses Sinnesorgan bei uns quasi verkümmern irgendwann in der Menschenobhut. Und mit diesem Ball können wir das aber ändern. Da lernen die einfach mit diesem Sinnesorgan umzugehen, es einzusetzen, weil bei dieser Ballaktion stellen die Tasthaare auf und versuchen dann mit den Tasthaaren den Ball abzutasten und merken, wo der von der Nase kippt, und balancieren das halt dementsprechend wieder aus. Und somit haben wir dann halt eben das auch abgedeckt, dass dieses Sinnesorgan sinnvoll eingesetzt ist bei uns und so. Ja, und bei den Fütterungen, klar, versuchen wir so natürlich dann den ganzen Aktionen noch eine Stimme zu geben. Wir kommentieren das dann und die Leute gehen dann später hoffentlich schlauer hier wieder weg und wissen, dass das keine Seehunde sind, sondern Seelöwen und was die alles so können und warum sie das können müssen.
Ja, und dieses Behavior Enrichment, klar, das ist natürlich Bewegung fürs Tier. Und bewegen heißt ja auch verbrennen, das heißt, man muss auch wieder irgendwas fressen, das ist natürlich klar. Und das machen wir hier eben in dem Rahmen dieses ganzen Beschäftigungstrainings, weil so ein Seelöwe, wenn der halt eben auch in der Natur seine 5 bis 10 Kilogramm Fisch jagen muss, dann muss er richtig viel schwimmen, tauchen und sich anstrengen dafür. Und ja, hier im Endeffekt rein theoretisch, wenn wir uns nicht kümmern würden, nicht, weil wenn wir den Fisch nur reinschmeißen, dann frisst er mal eben schnell und der restliche Tag ist langweilig. Genau das wollen wir damit unterbrechen. Das heißt, wir trainieren mit den Tieren hier, wir machen immer wieder Aktionen und diese Aktionen, die verstärken wir natürlich positiv durch Aufmerksamkeit und auch durch Fisch immer wieder über den ganzen Tag, so wie wir dann mit denen halt eben arbeiten. Das heißt, wir haben am Ende des Tages 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Tiere sind komplett abgefüttert und sie sind auch kaputt und müde und gehen zeitig ins Bett, ohne noch auf blöde Gedanken zu kommen. Und das wollen wir ja eben, dass wir halt eben den Alltag für die so gestalten, dass wenn sie dann Freizeit haben, dass sie diese Freizeit auch wirklich nutzen, um einfach nur ein bisschen zu spielen und dann auch wirklich sich auszuruhen und zu schlafen und nicht irgendwie Verhaltensstörungen zu entwickeln und so. Da arbeiten wir ganz stark dagegen, dass das halt eben nicht passiert. Und wir machen die Fütterung auch hier in der Gruppe. Das heißt, alle Seelöwen haben ihren eigenen Platz, wo sie auch ihren Fisch bekommen. Und ja, sie können hier jederzeit weg. Die Anlage ist groß. Die hat oben auch noch einen kleinen Landteil mit einem kleinen Becken, der jederzeit für die aufsuchbar ist. Die haben Höhlen hier, in die sie rein können. Und bei so einer Fütterung, wenn der ein oder andere mal keinen Bock hat, hat er halt keinen Bock, dann kommt er nicht. Wichtig ist dabei aber auch für alle zu wissen, in diesem Moment, wo er nicht kommt, können wir natürlich keinen Fisch geben, das ist klar. Aber am Ende des Tages, bevor wir gehen, wird jeder Seelöwe hier mit seiner maximalen Tagesration abgefüttert, egal ob er den ganzen Tag irgendwie mitgemacht hat oder nicht. Das heißt, wenn hier mal einer einen schlechten Tag hat oder die Weibchen zum Beispiel kurz vor der Geburt stehen, dann ziehen die sich auch oft mal zurück und wollen nicht so viel sich bewegen oder mitmachen und so. Kennen Schwangere wahrscheinlich. Und dementsprechend, jeder kriegt hier immer sein Futter ab, aber idealerweise natürlich über den ganzen Tag verteilt, immer wieder bei kleinen Aktionen und Beschäftigungsmaßnahmen, so dass jeder hier fit und munter bleibt. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen.
ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unser Kanal kostenlos abonnieren.